Hallo und herzlich willkommen zu einem Anleitungsvideo von Kikos Strickschule. Heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Zopfmustersocke aus 8-fach Wolle stricken kann. Und die erste Socke habe ich schon vorbereitet und jetzt wollte ich eigentlich die ganze Socke mit euch sozusagen zusammen hier stricken. Und für die einzelnen Techniken habe ich auch schon andere Videos gemacht, also wie man Maschen anschlägt oder wie man die Ferse strickt. Also ich werde jetzt nicht komplett alles vor der Kamera zeigen. Das war jetzt eine Anfangsschlinge und da stecke ich 2 Nadeln rein, weil ich Maschen immer mit 2 Nadeln anschlage, damit das ein bisschen lockerer wird. Und das lange Ende kommt über den Daumen, der Knäuelfaden über den Zeigefinger. Und ich stricke diese Socke jetzt mit 24 Maschen, weil das eine Kindersocke ist, damit das vor der Kamera schneller geht. Und mein Plan ist dann im Januar 2025 ein Knit-Along zu machen für diese Socken und da werde ich die Socken dann in der Erwachsenengröße stricken. Ob für mich selber oder für jemand anderen, das muss ich dann noch sehen. Das sage ich euch dann in meinen üblichen Videos, die ich immer jeden Montag aufnehme. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Wenn ich die Maschen angeschlagen habe, verteile ich persönlich die noch nicht auf die verschiedenen Nadeln, sondern ich stricke die erste Reihe wie eine Rückreihe, beziehungsweise ich stricke die wie auf 2 Nadeln und verteile dabei auf meine verschiedenen Nadeln vom Nadelspiel. Und ich habe jetzt hier mit einem 2 rechts, 2 links Muster gestrickt, wie ihr das sehen könnt. Und da das durch 4 teilbar ist, verteile ich die Maschen auch diesmal nicht auf 4 Nadeln, sondern nur auf 3 Nadeln. Das macht man in manchen Ländern sowieso immer. Und ich mache das gerne, wenn ich nicht so viele Maschen habe. Dann muss man nicht ganz so oft die Nadel wechseln. Ich habe jetzt 4 Maschen gestrickt. Nochmal 2 rechts, 2 links. Dann habe ich schon die 8 Maschen fertig. Dann schiebe ich die Maschen in die Mitte der Nadel. Jetzt lege ich mir schon mal die anderen 2 Nadeln zurecht. Jetzt nehme ich die nächste Nadel, ups, da war sie weg, und lasse jetzt diese Maschen einfach hängen und stricke die nächste Nadel. Auch 2 rechts, 2 links. Jetzt erinnere ich mich wieder an das Problem, dass die Nadeln manchmal auf den Tisch klappern. Aber ich habe immer noch keine Decke da liegen. Das war ein guter Hinweis. Aber vielleicht irgendwann. So, und nochmal 2 rechts, 2 links. Wie gesagt, falls ihr mit rechten oder linken Maschen noch Fragen habt, da habe ich auch Videos zu. Da könnt ihr gerne gucken. So, und jetzt habe ich alle Maschen einmal gestrickt. Und jetzt sehe ich zu, dass die Nadel mit dem Faden, dass ich die rechts liegen lasse und in die linke Hand die Nadel nehme, wo ich angefangen habe zu stricken. Das sieht man schön daran, dass der Anfangsfaden da noch hängt. Und indem ich jetzt diese Masche mit dem Faden stricke, schließe ich das automatisch zur Runde und kann jetzt rund stricken. Und am Anfang ist das noch so ein bisschen lose, weil da nur so ein dünner Faden jetzt hängt. Manchmal zieht der sich auch ein bisschen lang, dann sieht es aus, als wäre eine Riesenlücke. Das ist aber alles kein Problem, weil man ja nachher sowieso den Anfangsfaden vernäht und damit kann man dann diese kleine Lücke, die entsteht, dass die erste Reihe noch nicht in der Runde gestrickt wurde, kann man wunderbar schließen und kann das auch ein bisschen zuziehen, falls sich dieser Anfangsfaden ein bisschen lang gezogen hat. Das ist überhaupt gar kein Problem. So, jetzt bin ich gleich mit der zweiten Runde fertig und jetzt sind wir an dieser Stelle, wo eben nur dieser eine Faden die Runde zusammenhält, ne? Das ist der Anfangsfaden, da kann man den einen Faden sehen. Und je mehr Maschen man hat oder je dicker die Nadeln sind, desto mehr kann sich das auseinanderziehen. Aber mit jeder weiteren Runde, die man drüber strickt, hat man dann mehr Fäden, die das hier zusammenhalten und weniger Probleme, dass sich da eine Lücke bildet. Ich habe jetzt bei meiner ersten Socke 6 Runden für das Bündchen gestrickt und dann würde ich das jetzt einfach mal schnell machen und dann gucken wir mal, ob mein Mann das schneidet oder ob er das auf schnell stellt und ich dann in Lichtgeschwindigkeit stricke. Mal sehen. Ich bin jetzt bei der letzten Runde des Bündchens angekommen
und wollte noch kurz dazu sagen, man kann natürlich diese Socke jetzt in jeder Größe stricken, indem man einfach immer in 4er-Schritten mehr Maschen anschlägt. Aber natürlich kann man das Muster auch mit 6-fach oder mit 4-fach Wolle stricken, dann braucht man eben entsprechend noch mehr Maschen. Solange man darauf achtet, dass die Maschenzahl durch 4 teilbar ist, was ja üblich ist bei Socken, kann man auch das Bündchen in 2 rechts, 2 links stricken. Und dann kann man auch die Zöpfe stricken, die ich euch jetzt zeigen will. Das sind ganz kleine, einfache Zöpfe. Gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, dass man später größere oder andere Zöpfe macht. Da gibt es ja ganz viele Anleitungen. Ich hatte jetzt das Muster so ausgelegt, dass man immer da, wo man einen Zopf stricken will, Maschen zunimmt. Das ist nämlich das, was ich hiermit auch vermitteln wollte, dass man, wenn man jetzt mit der gleichen Maschenzahl anfängt, Maschen zu verzopfen, dann wird sich das enger zusammenziehen. Und ich habe ja die Maschenzahl für eine bestimmte Größe ausgesucht. Ihr habt es gesehen, hier ist die Größe 21, 22. Und ich habe bei dieser ersten Socke, hatte ich, dadurch, dass es 24 Maschen sind, 6 Rechtsrippen in meiner Socke. Und ich habe aus jeder zweiten Rechtsrippe einen Zopf gemacht. Das mache ich bei der zweiten Socke jetzt anders. Einfach zum einen, einfach nur, weil es Spaß macht und zum anderen, weil ich euch da noch was zeigen wollte. Und zwar habe ich, genau, das erzähle ich am besten gleich, wenn ich zum Verzopfen komme. Jetzt erstmal zur Maschenzunahme. Ich habe immer da, wo ich einen Zopf machen möchte, beide rechte Maschen verdoppelt. Und das zeige ich euch jetzt. Und ich werde bei dieser Socke 2 Zöpfe stricken und ich werde die Zöpfe direkt nebeneinander machen. Und die anderen Maschen werde ich nicht verzopfen. Und für die Maschenzunahme habe ich einfach die Maschen verdoppelt. Das heißt, ich habe die Masche rechts gestrickt, lasse die Masche aber auf der Nadel, steche dann nochmal von hinten ein und stricke eine Masche rechts verschränkt. Und jetzt habe ich da, wo vorher eine Masche war, habe ich jetzt 2. Jetzt mache ich das Ganze nochmal. Ich stricke die Masche rechts, lasse die Masche aber auf der linken Nadel, steche nochmal von hinten ein und habe jetzt hier, wo vorher 2 Maschen waren, 4 Maschen. Die linken Maschen lasse ich, wie sie sind, stricke ich beide links und jetzt nochmal verdoppeln. Vorne einstechen, hinten einstechen. Auf Englisch nennt sich das Knit Front Back und wird oft als KFB abgekürzt, was manche deutsche Designerinnen wie Martina Behm zum Beispiel auch in ihre Anleitung reinschreiben. Das heißt dann Knit ist rechte Masche stricken, Front, das ist von vorne einstechen und Back wäre von hinten. KFB, Knit Front Back und dann hat man eine Masche verdoppelt. So, jetzt habe ich zweimal 2 Maschen verdoppelt und stricke jetzt alle anderen Maschen, wie sie erscheinen. Und wie gesagt, es ist jedem freigestellt, wie viele Zöpfe er pro Socke machen möchte, wie er das verteilen möchte. Und ich sag mal, je größer die Socke ist, umso mehr Maschen man hat, umso mehr Möglichkeiten hat man natürlich auch. Und vor allem, wenn man dann noch eine dünnere Wolle und eine größere Größe nimmt, dann hat man noch mehr Maschen zur Verfügung. Also da kann man ganz viel mit rumspielen. So, jetzt in der nächsten Runde stricke ich einfach über alle Maschen rüber. Das heißt, ich stricke jetzt an dieser Stelle 4 Maschen rechts. Da, wo es vorher 2 waren, stricke dann meine 2 links. Stricke wieder 4 Maschen rechts. Und dann wieder 2 links. Und dann die anderen Maschen wieder, wie sie erscheinen. Und in der nächsten Masche fange ich mit den Verzopfungen an. Ich zeige euch dann 2 Möglichkeiten, wie man Maschen verzopfen kann. Ich habe schon mal ein Video gemacht für das Rio Kalina Kaul, hieß das, glaube ich. Da habe ich, glaube ich, auch verschiedene Zopfnadeln gezeigt. Da wollte ich jetzt nicht mehr zu sehr ins Detail gehen, weil ich ja dieses Video schon habe. Wer dann noch gerne mehr wissen will zum Thema Verzopfen, kann gerne in das Video reinschauen. So, jetzt bin ich wieder fertig mit der Runde und jetzt mache ich den ersten Zopf. Und jetzt erkläre ich noch kurz, was anders wird als bei dieser Socke. Hier habe ich ja immer jede zweite Rippe verzopft und dann habe ich, einfach weil es einfacher ist, die Zöpfe immer in der gleichen Reihe gemacht. Dann hatte ich eine Reihe, in der ich verzopft habe und danach habe ich 3 Reihen, 3 Runden im Muster gestrickt ohne Zöpfe. Und dann habe ich wieder in einer Runde alle Zöpfe verzopft. Da ich jetzt 2 Zöpfe direkt nebeneinander habe, möchte ich das anders machen. Ich könnte das auch in der gleichen Runde verzopfen, aber ich habe mir überlegt, ich könnte das jetzt auch versetzen und das will ich euch zeigen. Und dafür gehe ich mal ein bisschen dichter ran. So, also jetzt zeige ich euch erst das Verzopfen mit der Zopfnadel. Und genau, dafür habe ich mir diese schöne pinke Zopfnadel rausgesucht. Und ich habe jetzt alle Maschen immer so verzopft, dass die Maschen nach vorne kamen. Das kann man auch andersrum machen.
Ich könnte es natürlich bei diesen jetzt andersrum machen. Na egal, ich mache es jetzt nach vorne. Nach hinten wäre im Prinzip das gleiche, nur dass man die Zopfnadel, da kommen jetzt 2 Maschen drauf und die kann ich entweder nach vorne legen oder ich kann sie nach hinten legen. Ich mache es jetzt mal mit nach vorne legen und dann strickt man die nächsten 2 Maschen. Und was bei einem Zopf immer passiert, ist, dass man einfach die Reihenfolge, in der die Maschen gestrickt werden, verändert. Ich habe also diese 2 Maschen stillgelegt, jetzt schiebe ich die hier an den Rand der Nadel und dann stricke ich die beiden Maschen von der Zopfnadel ab. Und dadurch, dass ich jetzt die Reihenfolge der Maschen verändert habe, erscheint das jetzt, wenn ich drüber gestrickt habe, wie ein Zopf. Im Moment erscheint es nur wie ein großes Getüttel, aber das gehört auch dazu. Und ich stelle es mal wieder in die Ferne. So, und dadurch, dass ich ja jetzt die Verzopfung versetzen wollte, werde ich über diese 4 Maschen einfach nur drüber stricken. Stricke bis zum Ende der Runde und dann stricke ich eine Runde komplett im Muster, wie die Maschen erscheinen. Man kann auch die Zöpfe verändern, indem man die Abstände, in denen man verzopft, verändert. Also ich verzopfe jetzt jeden Zopf für sich in jeder 4. Runde. Das könnte man aber auch in jeder 5. oder 6. machen, dann sind die Zöpfe so ein bisschen länger gezogen. Meine sind so ein bisschen gedrungener. Das ist aber Geschmackssache, das kann jeder für sich entscheiden. So, jetzt kommt die Runde, wo ich drüber stricke. Das heißt, das sind die Maschen, die ich eben verzopft habe. Die stricke ich jetzt in dieser neuen Reihenfolge ab. Und jetzt sieht man auch schon so ein bisschen hier den Zopf. Stricke die anderen Zopfmaschen immer noch so, wie sie erscheinen. Und stricke dann die Runde zu Ende. Und wenn ich jetzt gleich in der nächsten Runde wieder verzopfe, dann verzopfe ich eben nur den 2. und nicht den 1. Zopf. Das würde auch ganz lustig, wenn man jetzt über alle Rechtsmaschen Zöpfe stricken würde. Dann könnte man das halt auch schön immer im Wechsel machen. Das sieht auch ganz lustig aus. So, jetzt bin ich mit der Runde am Ende. Jetzt bin ich wieder am Anfang der Runde. Den 1. Zopf verzopfe ich jetzt nicht. Das ist sozusagen die 2. Runde, die im Muster drüber gestrickt wird. Und bei dem anderen Zopf zeige ich euch jetzt, wie man die Maschen ohne Zopfnadel verzopft. Und dafür, ich möchte ja die 2 Maschen nach vorne legen. Das heißt, ich gehe mit meiner rechten Nadel hinter diese 2 Maschen und steche in die Maschen 3 und 4 ein. So, 1, 2, 3, 4, so. Wenn ich das jetzt so zeige, also diese 2 Maschen bin ich nicht reingegangen, ich bin jetzt in die Maschen 3 und 4 reingegangen. Und jetzt muss ich die linke Nadel rausziehen. Und da diese 2 Maschen dann in der Luft hängen, muss ich hier unten richtig gut zudrücken. Das heißt, ich ziehe jetzt die linke Nadel raus, plopp, plopp. Die beiden ploppen hier vorne hin. Dadurch, dass ich den Daumen aber da habe, rutschen die nicht weg. Und jetzt stecke ich die linke Nadel einfach wieder rein. Und dadurch habe ich jetzt auch die Reihenfolge verändert. Wenn ich das jetzt so rüberziehe, kommen diese beiden Maschen nach links. Ich tue diese 2 Maschen wieder auf die linke Nadel, damit ich sie noch abstricken kann. Und jetzt stricke ich erst die Masche, die eben noch Nummer 3 war und die eben noch Nummer 4 war. Stricke jetzt Masche 1 und 2 und habe jetzt hier einen anderen Zopf gemacht. Man sieht jetzt hier keinen sehr großen Unterschied, aber so ein bisschen, denke ich, sieht man es doch. Und jetzt stricke ich wieder die Runde zu Ende. Ich gehe wieder auf meinen anderen Blickwinkel. So. Und jetzt stricke ich wieder die Runde zu Ende. Und dann stricke ich einmal im Muster drüber und dann wird wieder der erste Zopf verzopft. Ich denke, das zeige ich euch dann noch einmal und dann stricke ich den Rest wieder in Supergeschwindigkeit bzw. auf Kamera. Muss ich dann mal gleich gucken. Jetzt nochmal das drüber stricken. Das wird jetzt bei diesem Zopf die 3. Runde, die ich so drüber stricke und danach ist dann wieder Verzopfung angesagt. Und bei diesem Zopf ist es jetzt das erste Mal, dass ich drüber stricke. Und so kann ich beide Zöpfe in jeder 4. Runde verzopfen. Und durch das Versetzen habe ich aber vom Stricken her tatsächlich eine Runde mit und eine Runde ohne Verzopfung im Wechsel. So, noch eine Nadel. Und dann sind wir wieder am Anfang der Runde angekommen. So, und jetzt verzopfe ich nochmal ohne Nadel. Das ist ein bisschen das Spannendere. Mit Nadel ist, glaube ich, relativ klar. Ich gehe von hinten in die Maschen 3 und 4 rein. Dann ziehe ich die linke Nadel raus, stecke sie wieder rein
schiebe dann die Maschen 3 und 4 wieder zurück auf die linke Nadel, wo sie jetzt Masche 1 und 2 sind, stricke sie ab und habe jetzt hier meine zweite Verzopfung und habe bei dem nächsten Zopf die zweite Runde, die drüber gestrickt wird, und die nächste Runde wird dann wieder im Muster drüber gestrickt. Jetzt lege ich es noch mal ganz kurz hin und zeige euch die andere Socke, die fertige Socke. Ich habe insgesamt 3 Mal verzopft, bis ich an die Ferse kam. Ich werde mal bis dahin stricken und dann reden wir wieder. Und wie ihr seht, habe ich von der Maschenaufteilung das so gemacht, dass der eine Zopf vorne mitten auf dem Fuß runterläuft und rechts und links davon ist eine Rechtsrippe. Und hinten sind 2 Zöpfe, rechts und links nämlich. Und die Mittelmaschen sind glatt gewesen. Und mein Plan für die zweite Socke ist jetzt, dass der eine Zopf in der Ferse sozusagen verschwindet und der zweite Zopf hier seitlich runter wächst. Also das ist so mein Plan und das gucken wir uns dann gleich mal an, wie das funktioniert. Aber jetzt muss ich erstmal ein paar Runden stricken, dass ich die gleiche Schaftlänge an dieser Socke habe wie an der anderen Socke. So, das ist jetzt die letzte Runde, um mich auf die gleiche Schafthöhe zu bringen wie bei der ersten Socke. Und ich habe jetzt bei dem ersten Zopf 3 Verzopfungen, das ist wie bei der anderen Socke auch. Und hier habe ich nur 2, weil die ja immer dazwischen kommen. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die Ferse machen kann. Normalerweise, wenn ich kein Muster habe, kann ich ja einfach von jetzt die Hälfte der Maschen für die Ferse nehmen, aber ich möchte ja gerne, dass der eine Zopf zur Ferse gehört und der andere Zopf nicht. Und das heißt, ich muss jetzt die Maschen neu verteilen und zwar möchte ich, dass, wie mache ich denn das am besten? Ich nehme die eine linke Masche noch mit zum Oberfuß, damit der Zopf ein bisschen abgetrennt ist. Oder nehme ich beide linken Maschen dazu? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. 2, 4, 6, 18, 12, dann hört es hier mit rechts auf. Ne, ich nehme eine linke dazu. So, das heißt, ich stricke jetzt die, dann bin ich aber schon eine Runde zu hoch. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen, vielleicht sollte ich das doch als Ferse nehmen. Dann kann ich hier noch einmal drüber stricken. Okay, ich habe gemerkt, ich merke gerade, dass es gar nicht ganz so einfach ist. Ich muss nochmal hier gucken. Also das sollte man sich am besten vorher überlegen, bevor man ein Video macht, aber so kann es auch kommen. Doch hier habe ich auch eine Masche mit runtergenommen. Nee, dann bin ich ganz zufrieden, dann hatte ich da den gleichen Gedanken. Das ist gut. Also ich stricke jetzt die Maschen für die Ferse noch mit auf die Nadel und mache dann über diese Maschen die Ferse. Genau, und jetzt, dann mache ich das nämlich jetzt. Die Maschen, die ich vorher zum Zopf gemacht habe, da hatte ich ja Maschen zugenommen und die muss ich jetzt wieder abnehmen, damit ich über der Ferse wieder die Grundzahl an Maschen habe. Das mache ich nachher bei der Spitze auch. Das heißt, wenn ich jetzt die Maschen für die Ferse sozusagen stricke, stricke ich zweimal 2 Maschen zusammen. Dann habe ich wieder die gleiche Maschenanzahl, die ich am Anfang im Bündchen auch hatte und das ist die Maschenanzahl, die ich von der Tabelle für diese Größe rausgesucht habe. Jetzt nehme ich noch eine linke Masche dazu und jetzt verteile ich ein bisschen, beziehungsweise dann kann ich ja die Runde noch stricken. Das heißt, ich brauche jetzt 12 Maschen für den Oberfuß, das sind 2 mal 6, also 1. Und hier kommt jetzt der Zopf von meiner Logik her. Das heißt, ich mache jetzt hier den Zopf und diese 4 Maschen gelten aber eigentlich nur als 2 Maschen, weil ich ja hier eine Zopfzunahme habe, die nicht für die Grundmaschenzahl zutrifft. Also das sind so Sachen, das muss man sich ein bisschen überlegen, wenn man jetzt für ein Muster Maschen zunimmt. Also ich zähle jetzt offiziell nur 3 Maschen, 4, 5 und das ist dann meine 6. Masche für diese Nadel. Und jetzt brauche ich noch 6 Maschen für diese Nadel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, dass diese Masche jetzt noch zu meiner Ferse dazu gehört. Und hier kann ich jetzt anfangen, meine Bumerangferse zu stricken. Und da ich ja die Maschen von dem Zopf schon abgenommen habe, müssten das jetzt genau 12 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, genau.
Und wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt einfach alle Maschen rechts gestrickt, weil ich die Bumerangferse sozusagen glatt rechts stricke. Könnt ihr hier sehen. Für die Bumerangferse habe ich auch ein extra Video gemacht. Ich nehme den Faden nach vorne, gehe von rechts in die Masche rein, hebe sie ab, ziehe den Faden weit nach hinten. In der Rückreihe stricke ich jetzt alle Maschen links zurück. Ich habe mit 24 Maschen angefangen, das heißt, die Ferse hat 12 Maschen. Bei der Bumerangferse teilt man die Maschenzahl durch 3. 12 geht hervorragend durch 3, 3 mal 4 ist 12. Das heißt, so Faden nach vorne, von rechts einstechen, Faden nach hinten ziehen. Das heißt, ich brauche rechts und links 4 Doppelmaschen, dann bleiben mir in der Mitte 4 normale Maschen. Danach stricke ich 2 Runden über alle Maschen rüber und dann kommt die zweite Hälfte der Bumerangferse. Aber ich denke auch, das stricke ich jetzt im Schnellverfahren. Wer das nochmal genau sehen will, kann sich das in dem entsprechenden Video für die Bumerangferse nochmal im Einzelnen angucken. Bei der ersten Hälfte der Bumerangferse werden ja Doppelmaschen gesammelt sozusagen und bei der zweiten Hälfte der Bumerangferse werden dann die Doppelmaschen abgestrickt und dann noch eine Masche dazu gestrickt, sodass die Doppelmasche immer ein Stück weiter nach außen rutscht und das strickt man so lange, bis man dann die äußersten Maschen auch zu Doppelmaschen gemacht hat. Das kommt jetzt bei mir, jetzt ist hier die Doppelmasche, die ich abstricke. Und jetzt mache ich die letzte Masche zur Doppelmasche beim Umdrehen. Und dann mache ich das gleiche auf der anderen Seite und dann bin ich mit der Ferse fertig und kann dann wieder in Runden stricken. Jetzt bin ich hier bei der letzten Rückreihe der Ferse und sehe, dass die vorletzte Masche ist meine Doppelmasche. Die stricke ich jetzt beide Fäden zusammen ab. Und dann kommt die letzte Masche, die gestrickt wird und beim Umdrehen dann oder nach dem Umdrehen zur Doppelmasche gemacht wird. Und da darf man sich jetzt nicht wundern, dass man schon anfängt in der Runde zu stricken und erst am Ende der nächsten Runde wird dann aus dieser Doppelmasche, wird die dann wieder zu einer normalen Masche gemacht. So, jetzt ist die Ferse fertig. Ich kann an diesem Ende schon die letzte Doppelmasche zusammen abstricken. Gehe jetzt dazu über, wieder in Runden zu stricken. Jetzt kommen wir hier nach der linken Masche gleich zu meinem einen Zopf, der noch da ist. Und da habe ich jetzt bei den Zwischenrunden für die Bumerangferse 2 Runden schon drauf gestrickt. Das ist jetzt die dritte Runde, die im Muster auf den Zopf aufgestrickt wird. Und den Rest der Maschen stricke ich im Muster. Und sobald ich dann an die Fersenmaschen komme, stricke ich dann nur rechte Maschen. Achte nur drauf, dass ich jetzt am Anfang der Fersenmaschen noch die letzte Doppelmasche von der Ferse habe. Da muss ich darauf achten, dass ich jetzt beide Fäden zusammenstricke, damit ich nicht aus Versehen eine Masche zugenommen habe. Und jetzt kann ich einfach über die Fersenmaschen glatt rechts stricken. Man kann jetzt zum Stricken des Fußes bei dieser Aufteilung bleiben, dass man die Fersenmaschen auf einer Nadel, beziehungsweise wenn man jetzt viele Maschen hätte, bei einer Erwachsenensocke kann man das ja auch wieder auf 2 Nadeln machen. Aber damit man weiß, ob man glatt rechts strickt oder ob man im Muster strickt. So, und eben hatte ich ja die dritte Runde gestrickt, die im Muster kam. Das heißt, jetzt kommt wieder eine Verzopfung. Das heißt, ups, die ist schon zu früh abgehauen. Ich stecke jetzt meine rechte Nadel wieder in die Maschen 3 und 4. Und jetzt ziehe ich die Nadel raus, stecke die linke Nadel wieder in Maschen 1 und 2, vertausche die Reihenfolge, da hat sich jetzt der Faden geteilt, das habe ich runtergenommen, damit das schön so sitzt, wie es gehört. Und dann stricke ich erst die 2 Maschen, dann die 2 Maschen. Ups, da hat sich der Faden auch geteilt. Das ist immer der Nachteil, wenn die Wolle schön weich ist, dann ist sie nicht so fest gedreht und dann kann sich es immer mal teilen. Aber jetzt habe ich die nächste Verzopfung geschafft und jetzt stricke ich den Zopf im Muster, die anderen Maschen, wie sie erscheinen und die Sohlenmaschen glatt rechts. Und dann stricke ich am Ende eine Sternspitze. Die mache ich allerdings nicht ganz klassisch, wie ich das normalerweise bei Erwachsenensocken mache, indem ich die Maschen auf 4 Nadeln verteile und dann diese Geschichte mache mit durch 2 teilen und dann -2 und so weiter. Das wäre bei 24 Maschen, hätte ich nur
6 Maschen pro Nadel, geteilt durch 2 sind 3. Da würde ich dann eine rechts, 2 zusammenstricken, eine Runde drüber und dann wäre meine Spitze schon fast fertig. Und deshalb mache ich das lieber, dass ich mit 3 mal 8 Maschen die Sternspitze stricke. Und die 8 Maschen geteilt durch 2 sind dann 4. Dann kann ich immerhin 2 rechts, 2 zusammen machen, 2 Runden drüber, dann eine rechts, 2 zusammen, eine Runde drüber und dann immer 2 zusammen. Dann ist die Spitze immer noch nicht sehr groß, aber zumindest noch ein bisschen größer, als wenn man nur diesen kleinen Teil hier vorne hätte. Upsa, das war nicht gut. Entschuldigung, dass das gerade gewackelt hat. Ja, ich würde sagen, ich stricke den Fuß jetzt auch wieder ohne Kamera und dann komme ich noch mal ganz kurz zurück, wenn es zur Spitze geht und zeige euch, wie ich die Abnahme mache und die Maschen neu verteile. Und dann stricke ich noch schnell die Spitze und dann haben wir das Söckchen fertig. Bis gleich. Das ist jetzt die letzte Runde, die ich bei der anderen Socke im Muster gestrickt habe. Und danach habe ich eine Runde alle Maschen rechts gestrickt, um die Spitze sozusagen vorzubereiten. Und das werde ich dann hier auch machen. Und bei dieser Runde werde ich dann auch die Maschenverteilung auf den Nadeln verändern, sodass ich auf jeder Nadel 8 Maschen habe. Und da die Sternspitze eine symmetrische Spitze ist, muss ich mir keine Gedanken machen, wo rechts, links oder oben und unten ist. Wenn jemand von euch lieber eine Bandspitze stricken möchte, dann muss er natürlich aufpassen, dass die Nadeln so verteilt sind, dass das rechts und links symmetrisch ist. Dann würde ich vielleicht sogar 4 Nadeln nehmen, damit es übersichtlicher ist. Aber jetzt bei der Sternspitze muss ich nicht so sehr darauf achten. Worauf ich in beiden Fällen achten müsste, ist, dass ich jetzt wieder Maschen abnehme. Das heißt, hier ist mein Zopf. Das heißt, ich stricke wieder 2 mal 2 rechts zusammen, sodass ich wieder bei der ursprünglichen Maschenzahl von 24 bin und verteile jetzt auf 8 Maschen pro Nadel. Das heißt, ich habe jetzt 3, 4, 5, 6 und jetzt stricke ich einfach von der nächsten Nadel noch 2 dazu, 7, 8. Dann nehme ich wieder die Nadel, die ich hingelegt habe. Jetzt sind hier nur noch 4 Maschen übrig, 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich lege die Nadel hin und stricke von der Fußsohlennadel noch 1, 2, 3, 4 dazu. Dann habe ich jetzt hier 8 und hier sind noch 8 übrig, weil ich ja 12 Maschen für die Ferse bzw. Fußsohle hatte. Und damit ist jetzt diese Runde dann beendet und jetzt fange ich mit der Spitze an. Und ich hatte ja schon gesagt, für die Sternspitze gedanklich die Maschen durch 2 teilen. 2 davon werden zusammengestrickt. Und die Maschen davor strickt man normal, also 2 Maschen normal, 2 Maschen zusammenstricken, 2 Maschen rechts, 2 Maschen zusammenstricken. Das wiederhole ich jetzt bei dieser Socke auf den beiden anderen Nadeln. Bei einer normalen Socke mit einer normalen Größe würde ich das noch 3-mal wiederholen, wenn ich die Maschen auf insgesamt 4 Nadeln verteilt habe. Aber das hatte ich ja gesagt, dass ich das wegen der geringen Maschenzahl gemacht habe. Aber ich wollte jetzt keine größere Socke oder Socke mit mehr Maschen jetzt hier vor der Kamera stricken. Das wird dann doch ein bisschen zu langwierig. Aber ich finde jetzt mit diesem Modell mit 24 Maschen hat das ganz gut geklappt. Und hätte ich 24 Maschen auf dünner Wolle gestrickt, dann wären das höchstens Puppensocken geworden. Und ich finde es eigentlich ganz schön, der Gedanke, dass diese Socken tatsächlich mal irgendeinem Kind warme Füße bereiten. Jetzt habe ich eine Runde drüber gestrickt. Ich erkenne das ganz gut daran. An diesen 2 Fäden sehe ich, dass ich hier 2 Maschen zusammengestrickt habe. Das ist die eine Runde, die ich schon drüber gestrickt habe. Jetzt stricke ich die zweite Runde drüber. Und ich stricke 2 Runden, weil ich 2 Maschen hatte, bevor ich 2 zusammengestrickt habe. Und das ist diese innere Logik der Sternspitze, die sich mir sehr gut erschließt und die ich mir gut merken kann, während ich die Abnahmen bei der Bandspitze prinzipiell nicht auswendig in den Kopf kriege, weil das für mich so unübersichtlich ist, warum man so oft und so oft abnimmt. So, nächste Abnahmerunde, jetzt nur noch eine rechts und dann kommt die 2 zusammenstricken, das kommt dann gerade über die andere Abnahme, was dann so eine hübsche Linie im Prinzip ergibt, wobei die Socke ein bisschen zu klein ist, um eine deutliche Linie zu erkennen. Das ist wiederum bei großen Socken mit mehr Maschen
dann deutlicher zu sehen und ergibt meiner Meinung nach ein ganz hübsches Muster. So, dritte Nadel, 1 rechts, 2 zusammen, 1 rechts, 2 zusammen. Über diese Maschen stricke ich dann jetzt noch eine Runde drüber und in der letzten Runde werden immer 2 zusammen gestrickt. Bei großen Socken, wo ich 4 Nadeln habe, mache ich das dann ganz gerne, dass ich mit einer Nadel alle Maschen von 2 Nadeln abstricke. Das heißt, ich stricke 2 zusammen und bleibe dann bei der Nadel. Das werde ich jetzt bei dieser Socke nicht machen, obwohl ich könnte es einmal zeigen. Also ich stricke jetzt hier 2 zusammen, stricke nochmal 2 zusammen und dann habe ich auf der Nadel nur 2 Maschen. Und weil das so ein bisschen unsicher ist, gehe ich dann gerne mit der gleichen Nadel zur nächsten, stricke nochmal 2 zusammen und 2 zusammen. Und dann hätte ich bei einer großen Socke hätte ich dann 2 Nadeln mit 4 Maschen. Hier habe ich jetzt eine Nadel mit 4 Maschen und die andere Nadel mit 2 Maschen. Dann kann ich euch noch ganz kurz zeigen, wie ich das gerne mit dem Durchziehen des Fadens mache. Ich schneide jetzt meinen Faden ab und dann nehme ich das Strickzeug wieder in die Hand, so als würde ich weiter stricken und stricke auch wie eine rechte Masche, aber ich ziehe den Faden komplett durch und dann kann ich sie von der Nadel nehmen und wenn ich dann die nächste Masche stricke, kann ich die so ein bisschen ziehen, dass die andere Masche etwas kleiner wird. Man muss aber aufpassen, dass man nicht zu doll zieht. Wenn diese Masche jetzt komplett verschwinden würde, würde nachher der Faden nicht mehr durchrutschen. Also das muss man so ein bisschen vorsichtig machen. Jetzt kann ich hier so ein bisschen an der Nadel ziehen, weil das die letzte Masche war. Und dadurch, dass dann, wenn man das regelmäßig macht, dann wird die Masche immer ein bisschen größer. Und dann muss man immer ein bisschen mehr ziehen, dass die wieder auf eine vernünftige Größe schrumpft. Und dann wieder bei der letzten Masche kann ich vorsichtig an der Nadel ziehen, nicht zu doll. Jetzt kann ich am Faden ziehen, das ist die einzige Stelle, wo man am Faden zieht, ist ganz zum Schluss bei der letzten Masche, beziehungsweise wenn man dann die letzte durchgezogen hat, kann ich nochmal anziehen. Und dadurch, dass ich die Maschen immer so ein bisschen klein gezogen habe, kriege ich hier vorne einen sehr schönen sauberen Rand, ohne irgendwelche Löcher. Und jetzt habe ich eine kleine fertige Socke, die auf der einen Seite nur ein Rippenmuster hat, aber auf der anderen Seite hat sie 2 Zöpfe. Und der eine Zopf endet sozusagen in der Ferse und der andere läuft bis vorne. Und jetzt nehme ich hier mal das Sockenbrett raus und schiebe die zweite Socke drauf. Und dann gucken wir mal, ob das gut aussieht. Ich habe natürlich vergessen, das zweite Sockenbrett mitzubringen, wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. So, also das ist die Seite mit dem reinen Rippenmuster. Und natürlich kann man auch so eine Socke stricken, wenn man keine Lust auf Zöpfe hat. Also wenn ihr bei dem Knit-Along mitmachen wollt, ihr dürft auch gerne Rippensocken einfach stricken, wenn ihr noch nicht so geübt seid im Sockenstricken oder keine Lust auf Zöpfe habt. Aber wenn man Lust auf Zöpfe hat, dann der Zopf verschwindet in der Ferse und der Zopf läuft bis vorne nach vorne. Und man kann ja die beiden Socken trotzdem als Paar anziehen, weil durch die Farbe und durch die Tatsache, dass es Zöpfe gibt, passen sie schön zusammen und ergeben auf jeden Fall auch trotzdem ein hübsches Pärchen. Ja, das war's. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ihr habt Lust, jetzt Socken zu stricken, egal ob mit oder ohne Zöpfe. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!